Oma-Imbiss. Okay. Aber das sind wir eigentlich nicht. Also eigentlich schon, aber eigentlich nicht. Wie sieht's denn aus mit Extrawünschen, Leute? Oh. Fühle mich wie zu Hause. Morgen Renate. Hallo. Ja, wo sind wir hier? Ich bin aus Oldenburg. Ja, und wo sind wir? Ach, wo sind wir? Wir sind hier in Oldenburg. Ach so, Natürlich. okay. Wir sind hier natürlich in Oldenburg, ja. Okay. Und dein Laden heißt? Imbiss. Ein Wortspiel, Imbiss. Imbiss. Gibt es auch einen Mittagstisch? Ja, Mittagstisch gibt es täglich wechselnden. Ne? Und das, wie gesagt, es wechselt auch, es wiederholt sich selten. Also es gibt immer irgendwas, was unsere Kunden halt besonders gerne mögen. Und da achte ich schon drauf, dass ich nichts koche, wo ich denke, das essen die sowieso wieder nicht. Also koche ich das, was sie kennen und was sie gerne mögen. Was gibt es heute Leckeres? Heute gibt es Rahmgeschnetzeltes mit auch Bandnudeln und dazu gibt es einen schönen Salat. Ja, lecker. Und wir haben nebenbei noch den Ofen hinten laufen, da wir gleich noch zum Kunden müssen. Ich habe eine Firma, die bestellt bei uns regelmäßig viel Essen. Und da fahren wir gleich hin und bringen dort den Nudelauflauf hin, den sie sich gewünscht haben. Ne? Okay. Mir ist wichtig, dass wir immer frische Produkte nehmen. Es gibt bei uns wenig Konserve, also vermeide das so gut es geht. Der Markt ist überfüllt mit frischen Sachen, dann kann man das auch verwenden. Ja, absolut. Ihr macht wie viel Uhr auf? 11:30? Wir öffnen um 11:30 Uhr, ja, weil ich die Vorlaufzeit brauche, weil wir, wie gesagt, bevor bei uns der Betrieb losgeht, ich für bestimmte Firmen koche, und sonst passt das zeitlich nicht. Ne? Und man hat ja wie alle anderen auch ein Personalproblem. Im Moment bin ich ganz gut aufgestellt und da bin ich auch recht froh drüber. 20 Jahre? Nächstes Jahr haben wir 20 Jahre. Haben wir 20 Jahre, ja, genau. Und da freuen wir uns auch drauf, weil 20 Jahre war das, woran ich nicht geglaubt habe, dass ich das jemals schaffen werde. Aber so kam Jahr für Jahr und dann haben wir uns kleine Ziele gesetzt. Wäre schon mal erstmal toll, wenn es 15, dann waren es 10 und jetzt willst du dann mehr, nicht? Aber Kommst du selbst aus Gastronomie? Oder? Ich komme gebürtig aus einer Schlachterei von zu Hause aus und habe dann noch eine Ausbildung gemacht zur Köchin und Hauswirtschafterin und dadurch wollte ich mich immer mal verselbstständigen. Ne, so. Verstehe. Und habe jahrelang in einem Kindergarten gearbeitet als Hauswirtschafterin oder ne, so und ja, und dann irgendwann, ja, in diesem Haus habe ich mit meiner jetzigen Mitarbeiterin in den 80ern schon damals als junge Frauen gejobbt und dann haben wir immer so ein bisschen rumgesponnen, eines Tages, vielleicht können wir diesen Laden mal nehmen, aber das war irgendwie auch nur so dahin geredet. Und, war das hier auch schon ein Imbiss? Das war immer, seit den 80er Jahren ist dieses ein Imbiss, seit Anfang der 80er ist dieses immer schon ein Imbiss gewesen. Und dann war das irgendwie 2006, traf ich die Betreiber irgendwann wieder auf einem Weihnachtsmarkt und wir standen beim Glühwein und dann habe ich gesagt und fragten die mich so, was ich mache und dann habe ich gesagt, ja, ich bin halt tätig in einem Kindergarten und das macht ganz viel Spaß. Ja, aber unser Imbiss wird wieder frei. Und dann, da musste ich ja erstmal den Glühwein erstmal in Ruhe austrinken und nochmal drüber schlafen und dann haben wir uns zusammengehockt und dann haben wir festgestellt, doch, das ist glaube ich das, was ich wohl machen möchte. Mit denselben Namen? Nein, damals hieß es Donnerschwer Grillimbiss und das wollte ich nicht, weil ich dachte, nee, der hat jahrelang
hieß er nun so, nun möchte ich es gerne anders, moderner, neuer. Es war hier noch alles sehr, sehr dunkel in dem Laden. Da ist wenig passiert in den Jahren, die ich nicht hier war. So, und dann habe ich den Laden einmal auf links gekrempelt und habe es so schön gemacht, wie man kann, was man aus einem alten Haushalt machen kann. So. Und mit möglichst wenig Mitteln. Ne? So, ja. Und dann haben wir den Laden eröffnet. Es war ein schwieriger Start. Wir hatten ein schweres Erbe zu tragen, weil vorher gab es einen ständigen Wechsel in diesem Laden, dass die Leute auch kein Vertrauen mehr hatten. Ne? Das ist ja auch schwierig. Und ja, und dann haben wir uns aber bewiesen und haben gearbeitet und haben gemacht und haben gesagt, haben versucht, als Imbiss anders zu sein als andere. Und ich glaube, das ist uns, wenn man heute mal zurückblickt, eigentlich ganz gut gelungen. Ich würze den nur vorher ein bisschen ab und das Dressing dafür bekommen die Kunden gleich abgefüllt mit. Nicht? Damit jeder kann sich das ja dann so drauf machen, wie er möchte. Ja, und wie du siehst, auch da habe ich kein Maß. Ja. Ne? Auch da habe ich kein Maß. Das geht hier immer so ein bisschen Pi mal Daumen. Das ist tatsächlich eine Eigenkreation, weil ich immer so gerne nach Berlin zu Freunden gefahren bin und da gibt es ja überall so Currywurststände und die haben ja immer so eine hausgemachte scharfe Soße und dann habe ich so Soße mitgenommen und so durchprobiert und habe so eine eigene hergestellt und die ist höllisch scharf. Currysoße. Ja, so eine Berliner Currysoße nennen wir sie, weil in Berlin ist ja, da geht es ja um die Wurst und um die Soße, die da drauf kommt. Also habe ich eine eigene hergestellt und die ist richtig scharf, aber das wissen unsere Kunden auch und so wird die Wurst auch bestellt, also eine Berliner Currysoße. Und wenn man jetzt nicht scharf möchte, was nimmt man dann? Dann haben wir die ganz normale Currysoße, die eine Berliner, also das ist ja die ganz normale Currysoße, die ja Standard, ne? Auch selbst gemacht. Nein, die ist ja auch nicht selbst gemacht. Wie gesagt, wir haben so gute Anbieter, dass man die fast dann auch nicht selber machen müsste. Unsere Fernsehköche würde jetzt sagen, oh, um Gottes Willen, natürlich muss selbst gemacht werden. Nein, die ist wirklich gut und deswegen nehme ich bleibt so. Und die bleibt so. Und die schmeckt immer kontinuierlich gleich. Und das ist auch wichtig, dass es alles Kontinuität hat. Ne? Dass wir hier nichts Großartiges verändern jede Woche. Ne? Achtung. Und das los.
Schon zu warm? Okay. Ich habe leckere Kekse. Hat Christiane gebacken. Neue. Verrate ich dir nicht. Ich kann noch ein bisschen Frikadellen machen. Dafür brauchen wir eingeweihtes Brot. Ne? Das weichen wir uns hier ein bisschen ein. Da wir Zeit haben, muss das Wasser nicht lauwarm sein, dann machen wir das nicht kalt. Wir lassen es hier ein bisschen stehen. So, und wir brauchen dafür Zwiebeln. Upsala. Wenn man es leise machen will, dann geht es nicht. Auch dafür habe ich kein Rezept, das mache ich auch nach Augenmaß. Ne? Also da haben wir kein großes Rezept für. Wenn man das irgendwie 20 Jahre Frikadellen macht, dann braucht man keine Rezepte mehr. Okay, ne? ja. Und sie schmecken immer gleich. Das ist ja witzigerweise. Und sie sehen aus wie maschinell gemacht. Sind sie. Okay. Ja, wir haben ja hier verschiedene Gewürze. Ne? Die machen wir da drüber. So. Es ist manchmal ein bisschen schlecht beschriftet, dass wir schon Salz im Pudding hatten, statt Zucker. Aber es Gott sei Dank früh genug gemerkt haben. Und was bei jeder guten Hausfrau dazu kommt, ist Senf. Ich gebe noch mal meinen Senf dazu. Ja. So. Und hier haben wir die vorbereitete Masse. Die wird abgewürzt und Zwiebeln. Viele legen so das Brot in warme Milch ein. Ich finde das nicht erforderlich, aber das ist so eine Ansichtssache. Ne? Mach ich auch zu Hause immer mit Brot. Ja, mit Brot ist klar, aber viele legen das Brot in warme Milch. Ach so. Legen das in Milch ja, ein. Verstehe, ja. Aber ich habe ehrlich gesagt den Sinn und Zweck dieser Übung nie verstanden und finde, dass es ist so viel Kram da drin man macht da so viel Zutaten rein, also dass ich das Schmeckt noch nicht raus, ne? Ob es Milch ist oder was. Ich habe es probiert und habe gedacht, wo ist jetzt der Unterschied, und den Unterschied konnte ich nicht feststellen, und deswegen, wenn mich das nicht überzeugt, viele braten auch die Zwiebeln vorher an, das kann man natürlich auch machen, aber auch da das ist halt Geschmackssache. Ich mache es immer schon so und das mache ich seit 20 Jahren so und es hat sich bewährt. Ende. Ne? Bestimmt noch mehr als 20 Jahre. Zu Hause bestimmt ja, auch so, zu Hause oder? auch natürlich und in meinen vorherigen Jobs natürlich auch. Ne? Wir machen die Frikadellen täglich frisch, weil so schmecken sie auch am besten. Ne? Und es ist immer wichtig, von welchem Schlachter man das Hackfleisch kauft, weil das Hackfleisch muss auch ein bisschen Qualität haben. Mir nützt das nichts, wenn ich das in so einem Supermarkt kaufe und da so viel Fett oder Wasser drin ist. Dann hast du nicht den Effekt, den du haben willst. Und zwar eine schöne Frikadelle. Ne? So. Also insofern kaufe ich das beim dem Schlachter meines Vertrauens, wie es so schön heißt. Und ja, und dann haben wir schöne Frikadellen. Mhm.
Eine Runde und dann haben wir es schon geschafft. So. Wenn man das so viele Jahre macht, hat man immer ein gutes Maß. Ne? Ja. Hat man das drauf. Ja, das fühlt man, dass es das ist. Und wenn du merkst, dass es nicht ist, nimmst du was weg. Okay. Ich mache das möglichst schnell, damit die schnell entweder gebraten werden oder wieder in die Kühlung kommen. Ne? Nicht, dass es irgendwie hier so elendig lange steht. Das ist ja nicht so gut fürs Hackfleisch. Ne? Da gibt es ja Kühlketten oder Regeln, an die man sich zu halten hat. Ne? Dass das möglichst schnell verarbeitet wird, ne? Wenn man es frisch gekauft hat. Und dann Und wie wir erfahren haben, Milch schmeckt man nicht raus. Also ich schmecke es nicht. Ich weiß nicht, ich sehe es im Fernsehen immer, ob es Rosinen oder Rach oder wie sie noch alle heißen, macht. Viele weichen das in Milch ein. Ich habe den Sinn und Zweck der Übung nicht verstanden. Und ich glaube, Tim Melzer macht es auch nicht, aber ich mache es eben auch nicht. So. Ja, jetzt kommen Sie ins Fernsehen, das haben Sie jetzt davon, wenn Sie jetzt zu uns kommen. Nein. Wir werden dann für irgendwann wie Big Brother Ja, unbedingt. Ja, da kommt viel drauf gebraten. Ja, YouTube. Hungrige Stadt. Hungrige Stadt. Hungrige Stadt. Ja. Bist du zurück? Achtung, ich muss nochmal neue haben. Minute.
Mittag zum Mitnehmen? Große Pommes kriegst du, ne? Große Pommes kriegst du, ne? Aber eine normale Pommes, okay? Curry schneiden? Mahlzeit. Ja, gib Christiane dir. Teller? Packst du ihn? Ist eine ganz liebe Kundin von uns. Kommt einmal die Woche, aber auch sie ist schon spezial. Sie nimmt sich mal was Leckeres. Ja, einmal lecker Mittag. Einmal lecker Mittag, hat sie gesagt. Lecker Mittag. Dann ja. Extra, ne? Wie immer. Wie immer. Ich bin nicht ganz durcheinander. Wir haben das seit 9 Uhr, haben wir ihn hier. Das wollen wir jetzt noch weg hier. Das nervt ja nur. So, lecker. Ja. Sehr gut. Ja, ja, mit dicke Haube drauf, natürlich. Natürlich eine dicke Haube drauf. Na, komm, bleib da liegen. Schaschlik sind unheimlich beliebt, weil es die kaum noch gibt. Weil es sich kaum Leute noch Arbeit machen, die selbst zu spießen und die fertig gespießten eben nicht schmecken. Was denn? Ja, naja. Hier sind alle nett. Der Service ist hier 1A. Das muss man wirklich sagen. Rundum sorglos Paket hat man hier. Einfach Mayo. Haben wir genug? So, das ist hier Pommes Spezial, da kommt jetzt viel drauf. Mhm. Viel Zwiebeln. Viel, ne, mit. Ich wollte gerade mit offenen Deckel. Deine Pommes kommen ins Fernsehen, das hast du doch. Da hast du das davon. Diese Bestrafung. Der Geschmack ist ja auch so schon fantastisch. Das ist ja genau wichtig, dass die jetzt auch. Das hier? Dass die noch prominent sind hier. Ja. Diese Pommes, ne?
dritt heute. Wir sind zu zweit. Gut, ohne Voranmeldung. Ich bin ja erstaunt. Ich wollte euch ja nicht überfordern. Mut zur Lücke. Ihr traut euch was. Also eins können wir sicher sein, euer Essen kommt ins Fernsehen. Also, Ja, auf jeden Fall. naja, ins Fernsehen nicht. Hm? Guckst du, ne? YouTube-Fernseher. Ja. Jetzt hast du es schwarz auf weiß. Du weißt ja, irgendwann als C-Promi, Fürs Bild, ja. wie heißt das denn hier? Tropical Island. Oh mein Gott. Wird immer schlimmer. Wird immer schlimmer. So. Die beiden haben immer viel Hunger, deswegen müssen die Teller ordentlich voll sein. Sonst gibt es nur Gezeter, wenn die hier rausgehen. Oh, nicht satt und sowas. Deswegen mache ich da ordentlich was drauf. Herr Teigmann, wolltest du jetzt was anderes sagen? Ja. Nein, trau dich. Trau dich doch. Der Mann knuddert meistens nicht hinterher. Gut. Also hast du es gehört, der Mann knurrt einem nicht hinterher, wenn man hier rausgeht. Das sind eher die Tiefschläge, die bekommen. Na denn. Oh. Ich stehe dem Kameramann immer im Weg. Egal wo ich stehe. Die heute alles Oh, das sieht aber gut aus. Sehr schmackhaft. Rein optisch. Guten Hunger. Dankeschön. Wie bei Muttern. Das wird Fühle mich wie zu Hause. Das ist jetzt Heiko. Herr Heiko. Servus. Ja, jetzt kommst du ins Fernsehen. Jetzt ist es zu spät. Da war ich schon. Da haben sie mich rausgeschmissen. Ja, aber jetzt versuchen wir es ja nochmal. Die haben gesagt, komm, alle Testkunden nochmal. Die haben gesagt, du siehst so scheiße aus, die wollen wir da nicht haben. Ja. Wie sieht's denn aus mit Extrawünschen heute? Oh, unbedingt. Wo räumen wir das? Kann ich hier eine Bestellung aufgeben? Kann man. Beschäftigen Sie sich mit Essen? Ja. So, dann nehme ich einmal den Lose mein Leberkäse. Name. Ich würde gerne das einkaufen. Bitte den Leberkäse, Jupp. 3 Spiegeleier, Ja. Pommes, Ja. 1,5 Portionen Mayonnaise. Mayonnaise. Und am liebsten auf der Sonnenterrasse. Auf der Sonnenterrasse. Die ist gerade frei, Die ist gerade oder? frei geworden. Guck mal, da liegt mein Handtuch. Bis später. Bis später. Der wäre, ich dachte, der wäre hinten im Karton, war er leider nicht. Aber auch mit 3 Eiern. Mit 3 Eiern? Aber das ist das same. It's the same, yes. Ja, Thomas. Hinsetzen, Schnauze halt essen. Und wenn er gar nichts sagt, dann hat es ihm geschmeckt. Das ist Okay. manchmal ein bisschen niedrig oder erschütternd oder das ist manchmal schlecht zu akzeptieren, dass wenn du nichts sagst, aber dann ist das so, ne? Aber ich glaube, das ist bei Männern so, wenn die nichts sagen, schmeckt es. Ja. Ne? Okay. Ansonsten, Wer lecker kriegt beim nächsten Mal nichts. so einfach ist das.
gedacht, dass du auch so. Was? Die steht nur rum, ja, jetzt ist es aber halblang. Hunger immer. Und möchten Sie auch irgendwas trinken? Ja, schmeckt glaube ich ganz gut. So eine große Currywurst. Ja. Und zwar mal alles. Currywurst Pommes? Weil das überhaupt nicht macht es falsch. Also von da ist nicht falsch. Guck mal hin. Ja. Erst mit Joppie. So. Machst du Mayo drauf? Ja. Achso, das sind die Champignons. Zwei Mayo oder ohne Christian?
Vereine, ne? Bitte. Wünschen wir auch. Tschüss. Tschüss, schönen Tag noch. Mahlzeit. Zwei Zigeunerschnitzel. Ja, und 250. So. Also, ja, angefangen ist das nicht. Und es ist auch wichtig, das Fleisch ist schon tot, ne? Das Fleisch ist schon tot. Das Tier war tot, bevor das Fleisch daraus gemacht wurde. Dann braucht man die Frikadellen auch nicht tot braten. Ne? Die brauchen Zeit, die brate ich jetzt langsam von rechts nach links und dann ziehen die nach und dann sind die auch gut. Ne? Also nicht zu lange braten. Nicht zu lange braten. Also ich brate sie nicht so lange. Das macht auch jeder, wie er selber will. Also ich finde, das muss nicht sein. Die müssen gar sein, aber nicht totgebraten. Ne? Danke. Butterschmalz? Butterschmalz? Nee, ist ganz normales Pflanzenfett. Hä? Nee, ist ganz normales Pflanzenfett. Okay. Also das schmeckt- Ah, genau, Butterschmalz wäre zu teuer für. Das ist so unnormal teuer. Ja. Also ich finde, dass ob das der einzelne Kunde rausschmeckt, ist die andere Frage. Das weiß ich nicht. Aber ich finde, wenn man gerne die Preise ein bisschen halten möchte und nicht in die Höhe preschen will mit den Preisen, muss man auch gucken, dass man das einfach auch in Grenzen hält. Nicht? So. Deswegen muss es ja nicht qualitativ schlecht sein. Nicht? Man kann, wenn man bewusst einkaufen geht, auch ich in den Großmärkten, dann kann man versuchen, die Preise für die Kunden so niedrig wie möglich zu halten.
gucken, dann lasse ich die hier so ein bisschen nachziehen, weil das hier noch warm ist, aber nicht zu heiß. Und dann können die hier ein bisschen nachziehen und dann legen wir die an die Seite und lassen die da einfach noch mal einen Moment in der Wärme liegen, dass sie, wie gesagt, nachziehen können. Oder ruhen, wie es da so schön heißt in der Kochsprache. Ja, und dann bleiben wir hier einfach liegen. So. Und dann und ich könnte die Platte jetzt volllegen, aber in dem Moment, wo ich sie vollgelegt habe, kommt ein Kunde rein und möchte irgendwas essen. Also brate ich sie langsam, immer nur ein paar. Wenn ich morgens alleine bin und der Laden noch geschlossen ist, dann schmeiße ich mir die ganze Bratplatte voll und brate die alle natürlich alle an einem Stück, aber jetzt nicht. Dann nehme ich 2 Cheeseburger und eine große Pommes mit einer Cola zum Bier essen. Mit einer großen Pommes, Große Pommes. Mayo Genau, Mayo. und eine Coke. Jo. Und du? Ich habe das gleiche. Auch 2? Ja. Ja, daher. Also der hätte den Namen, ja? Ja. Und danach? Hi. Und danach habe ich gedacht, okay, dann wollten wir 9 machen. Habe ich gedacht, was nehmen wir jetzt? Nehmen wir einen Touchdown. So, und danach haben wir wieder überlegt, den Goalgetter hat ja auch was mit Fußball zu tun und der Dribble natürlich auch. Und dadurch ist das entstanden. Und jetzt haben wir noch 9, den Tiebreak. Der kommt jetzt neu ins Programm. Hat was mit Tennis zu tun. Ja. So haben wir, glaube ich, alle Sportarten. Wir könnten ja noch einen Schmetterlingssteg nehmen vom Schwimmen, aber naja, so weit sind wir noch nicht. Ja. Und das finde ich, das ist ja völlig doof, um es so zu sagen. Denn in dem Moment, wo du da drauf drückst, geht der ganze Fleischstoff da raus. Das heißt, warum? Was soll das machen? Das macht ja das Fleisch trocken. Und Christiane hat leider am Anfang auch immer da drauf gedrückt. Ja, warum? Ne? Der ganze Fleischstoff geht raus, macht keinen Sinn. Lass es doch ran. Tut doch keinen, ne? Ist doch nicht. Aber das muss Ist dann gut durchgebraten. ja, aber es geht ja nur schneller. Aber es ist ja nicht schöner. Ne? Denn so bleibt der ganze Fleischstoff, es verschließt sich und alles bleibt drin. Warum muss da drauf rumgedrückt werden? Ich verstehe es nicht. Aber siehst du bei ganz vielen, die mit diese Angus-Dinger braten, volle Pulle. Warum? Da gibt es extra Pressen für, genau. Weißt du, und das ist auch das, was der jetzt vermittelt wird. Da gibt es Pressen für, da immer Heidewitzka, immer drauf. Aber es wird halt immer wieder gemacht und ja gut. Und ich muss da auch keinen belehren und es muss halt keiner so machen, wie ich das mache, also insofern alles gut. Und die Hamburger Profis, die machen das sicherlich. Wie haben Sie es gesagt? Oma-Imbiss? Oma-Imbiss. Okay. Aber das sind wir eigentlich nicht. Also eigentlich schon, aber eigentlich nicht. Also Oma-Imbiss mit modernen... Ja, moderne Omas. Moderne Omas, okay, ja, okay. Ja.